Klavierstücke lebendiger gestalten und mehr Ausdruck in dein Spiel bringen, dann sind Akkordumkehrungen genau das Richtige für dich. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach und effektiv Akkordumkehrungen meisterst, auch wenn du erst am Anfang stehst. Bevor wir uns aber mit den Umkehrungen beschäftigen, wollen wir uns mal ganz kurz die Grundstellung eines Akkordes genauer anschauen. Jeder Akkord besteht aus mindestens 3 Tönen, die in Terzen übereinander geschichtet sind. Diese Anordnung nennt man Grundstellung. Die tiefste Note ist der Grundton und gibt dem Akkord seinen Namen. Die beiden folgenden Töne bilden die Terz und die Quinte. Diese Terzschichtungen sind das Fundament für alle Akkorde und ihre Umkehrungen. Stellen wir uns einen C-Dur-Akkord vor. C-Dur ist der Grundton, E die Terz und G die Quinte. In der Grundstellung liegt der Grundton C am tiefsten. Stell dir einen Akkord wie einen Turm aus Bauklötzen vor. Jeder Baustein stellt einen Turm dar. In der Grundstellung eines Akkordes sind diese Bausteine so übereinander gestapelt, dass zwischen jedem Baustein ein bestimmter Abstand ist, eine Terz. So entsteht ein stabiler Turm. Wenn wir nun einen Baustein von unten nach oben verschieben, verändert sich die Form des Turmes, aber er besteht immer noch aus den gleichen Bausteinen. Das ist genau das Prinzip der Akkordumkehrungen. Wir verändern lediglich die Anordnung der Töne innerhalb eines Akkords, ohne die Töne selbst auszutauschen. Nachdem wir nun wissen, was Akkordumkehrungen sind und wie sie funktionieren, wollen wir uns anschauen, warum sie für uns als Musiker so wichtig sind. Die Wahl der richtigen Umkehrung ist für eine flüssige und angenehme Stimmführung von großer Bedeutung. Durch den Einsatz verschiedener Umkehrungen können wir unnötige Sprünge in der Melodie vermeiden und sorgen dafür, dass die einzelnen Stimmen möglichst glatt ineinander übergehen. Eine gute Stimmführung macht ein Musikstück nicht nur schöner, sondern auch leichter spielbar. Vierklänge funktionieren genauso wie Dreiklänge. Auch hier können wir die Töne vertauschen und so verschiedene Umkehrungen erzeugen. Jetzt wollen wir die Theorie mal in die Praxis umsetzen. Hier sind ein paar einfache Übungen, mit denen du die Umkehrungen trainieren kannst. Beginne immer erst langsam und steigere das Tempo allmählich.
Akkordbezeichnung der Umkehrungen für Dreiklänge C, E, G, Grundstellung. E, G, C, erste Umkehrung, Sechstakkord. Zweite Umkehrung, G, C, E, Quart-Sechstakkord. Und das sind die Akkordbezeichnungen bei einem Vierklang, dem Dominant-Septimakkord, C, E, G, B, Grundstellung. E, G, B, C, erste Umkehrung, Quint-Sechstakkord. Zweite Umkehrung, G, B, C, E, Terz-Quartakkord. Dritte Umkehrung, B, C, E, G, Sekundakkord. Akkordumkehrungen sind allgegenwärtig in der Musik. Lass uns ein paar Beispiele aus bekannten Stücken analysieren und hören, wie die Komponisten die verschiedenen Umkehrungen eingesetzt haben. Interessanter und flüssiger. Sie ermöglichen sanftere Übergänge zwischen den Akkorden und verleihen deinen Stücken mehr Tiefe. Außerdem sind sie ein wichtiger Baustein für die Improvisation. In der Barockzeit spielte man nach dem Generalbass, einer Notation, die nur den Bass und die Akkordsymbole angibt. Akkordumkehrungen hatten eine zentrale Bedeutung. Der Musiker musste aus dem Stegreif die Akkorde so aussetzen, dass eine flüssige und harmonisch stimmige Begleitung entstand. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Kenntnis von Akkordumkehrungen ist besonders für Musiker von großer Bedeutung, die sich mit dem Kontrapunkt und Generalbass beschäftigen. Im Kontrapunkt geht es darum, mehrere Stimmen so zu führen, dass sie sich harmonisch ergänzen und eine durchgehende Melodie bilden. Akkordumkehrungen bieten hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, um interessante Stimmführung zu gestalten. Im Generalbass, der die Grundlage für die Improvisation von Begleitfiguren bildet, sind Akkordumkehrungen ebenfalls unverzichtbar. Durch das gezielte Auswählen von Umkehrungen können wir die Begleitfiguren abwechslungsreich gestalten und sie an die Melodie anpassen. Auch für Jazzmusiker sind Akkordumkehrungen ein unerschöpfliches Werkzeug, um ihre Improvisation zu bereichern und zu individualisieren. Durch das Verständnis der verschiedenen Möglichkeiten, wie Akkordumkehrungen eingesetzt werden können, können Musiker ihre harmonische Sprache erweitern und ihre musikalische Kreativität fördern. Durch Hinzufügen von zusätzlichen Tönen, zum Beispiel der 9, der 11 und der 13, zu den Akkorden und deren Umkehrung können komplexere, harmonische Strukturen geschaffen werden. Welche verrückten Akkordumkehrungen hast du schon gehört? Teile deine Erfahrung gerne unten in den Kommentaren. Akkordumkehrungen sind ein mächtiges Werkzeug, um deine Improvisation zu bereichern. Mit etwas Übung wirst du sie schnell meistern und deine musikalische Kreativität auf ein neues Level heben. Hat dir dieses Video gefallen? Dann wirst du mein nächstes Video lieben. Darin zeige ich dir, wie du Akkordumkehrungen mit Arpeggios kombinierst und dein Klavierspiel auf ein neues Level hebst.